Du hast dir ein general überholtes E-Bike von Rebike gegönnt und möchtest deinem neuen Schätzchen jetzt noch einen Seitenständer spendieren? In diesem Video zeige ich dir, wie du den Seitenständer an deinem E-Bike montieren kannst. Ich nehme dich heute mit hier in unsere Rebike-Werkstatt im Refurbishment Center in Kempten. Und in diesem Video, da schauen wir uns gemeinsam an, wie du an deinem neuen E-Bike einen Seitenständer montieren kannst. Die Montage vom Seitenständer, die hängt eigentlich von zwei Faktoren ab. Nämlich, wird der Ständer außen an der Kettenstrebe oder innen an der Kettenstrebe montiert. Um den Seitenständer jetzt hier an diesem Monraker Prime montieren zu können, muss ich als erstes das Hinterrad ausbauen, denn der Aufnahmepunkt am Rahmen befindet sich an diesem Rad auf der Innenseite der linken Kettenstrebe, also auf der Seite der Bremsaufnahme. Das ist tatsächlich bei ganz vielen E-Bikes so, nämlich einfach aus optischen Gründen, denn wenn man keinen Ständer verbaut hat, dann fällt die Aufnahme für den Seitenständer auch nicht ins Gewicht, also man sieht sie einfach nicht und das Rad sieht von außen schön und aufgeräumt aus. Also wie gesagt, jetzt geht als erstes mal das Hinterrad raus. Dafür nutze ich noch den normalen Inbusschlüssel, und zwar einen 6er Inbus, den ich hier hinten in die Steckachse reinstecke. Die Steckachse hat ein Rechtsgewinde, das heißt, im Uhrzeigersinn schließt die Achse und gegen den Uhrzeigersinn wird sie geöffnet. Also drehe ich gegen den Uhrzeigersinn, um die Achse jetzt hier aus dem Rad herauszunehmen. Und sobald ich die Achse aus dem Rahmen herausziehe, fällt mir das Hinterrad auch schon raus. Deswegen greife ich das Hinterrad jetzt gleich unten, um es dann langsam aus dem Rad herausnehmen zu können. So, und jetzt ist der Weg auch schon frei, um den Ständer auf der Innenseite der linken Kettenstrebe anbringen zu können. Bevor ich jetzt aber den Ständer schon ansetze, mache ich noch eine ganz wichtige Sache. Ich nehme mir die Schraubensicherung, in dem Fall vom Hersteller Loctite, und zwar den Typ 234. Das ist die blaue. Das ist also ein Kleber, mit dem die Schrauben eingeklebt werden, der aber wieder lösbar ist. Das heißt, ich kann die Schrauben auch wieder aufmachen mit entsprechendem Werkzeug, aber sie sind eben davor gesichert, sich selbst zu lösen. Und jetzt gebe ich mit diesem blauen Loctite auf jede Schraube jeweils einen Tropfen. Ein Tropfen reicht schon aus. Wichtig ist nur, dass die Schraube vorher schön gesäubert wurde, also dass die Schraube sowohl fettfrei ist und auch sonst kein Dreck im Gewinde der Schraube sitzt. Wie gesagt, auf jede Schraube ein Tropfen, das ist vollkommen ausreichend, dass die Schraube fest im Gewinde gesichert bleibt. Dann nehme ich mir jetzt im nächsten Schritt den Ständer, eine Schraube und erstmal noch einen normalen Imbusschlüssel, denn zum Ansetzen der Schraube finde ich es ehrlich gesagt mit einem Imbusschlüssel deutlich praktischer, als hier schon mit dem Drehmomentschlüssel zu arbeiten. Den Drehmomentschlüssel nutze ich dann erst zum Ende des Vorgangs, um die Schrauben wirklich mit der entsprechenden Kraft, also mit dem entsprechenden Drehmoment endgültig festzuziehen. Ich setze den Ständer jetzt also hier auf der Innenseite an, stecke die erste Schraube durchs Schraubenloch und finde hier jetzt den Gewindeansatz, nutze meinen Imbusschlüssel, um die Schraube hier ganz geschmeidig im Gewinde anzusetzen, drehe sie ein paar Gewindegänge rein, das reicht schon. Der Ständer ist jetzt schon mal am Rad befestigt, kann also nicht mehr herunterfallen. Dann kommt die zweite Schraube, selbes Spiel. Ich setze die Schraube an, nehme wieder meinen Imbusschlüssel und drehe die Schraube ein paar Gewindegänge rein. So, jetzt sitzt der Ständer schon richtig an Ort und Stelle. Ich nehme weiterhin noch den normalen Imbusschlüssel und schraube die Schrauben jetzt auf Anschlag rein, um dann am Ende nochmal mit dem Drehmomentschlüssel die richtige Kraft aufzugeben. Jetzt kommt er also zum Einsatz, der gute Drehmomentschlüssel. Ich habe hier 8 Newtonmeter Drehmoment eingestellt. Das ist genau die richtige Kraft, um die Schrauben fest im Gewinde zu verankern, ohne sie dabei mit zu viel Kraft zu überdrehen. Denn das könnte sowohl das Gewinde der Schraube, aber wahrscheinlich sogar eher noch das Gewinde des Rahmens beschädigen oder Schäden am Schraubenkopf verursachen. Und wie gesagt, Schäden wollen wir nicht. Deswegen kann ich ganz klar empfehlen, immer den Drehmomentschlüssel zu nutzen.
Jetzt ziehe ich hier, wie gesagt, mit 8 Newtonmeter fest. Und wenn ich die 8 Newtonmeter erreiche, dann koppelt der Drehmomentschlüssel kurz aus. Und das ist für mich das Zeichen, dass ich die richtige Kraft erreicht habe. Das mache ich mit beiden Schrauben und dann wiederhole ich den Vorgang sogar ein zweites Mal. Das heißt, ich ziehe jede Schraube zweimal fest. Ja, und das war es tatsächlich auch schon. Der Seitenständer ist montiert, er ist gängig, wunderbar. Jetzt noch das Hinterrad wieder einsetzen und das Bike ist perfekt gerüstet für einen Alltag im Leben eines E-Bikers. Das Hinterrad geht wieder rein. Ich fädel es ein, ich fädel die Bremsscheibe in den Bremssattel ein, stecke jetzt die Steckachse wieder in den Hinterbau. Und jetzt, wie vorhin schon gesagt, wir haben ein Rechtsgewinde, das heißt, im Uhrzeigersinn schließt die Achse. Und hier mache ich dasselbe wie vorhin mit den Schrauben des Seitenständers. Ich drehe die Achse so weit rein, bis sie am Rahmen anliegt. Nehme mir dann wieder einen Drehmomentschlüssel. In dem Fall beachte ich das Drehmoment, das werkseitig auf der Achse vermerkt ist. In dem Fall sagt Monraker 10 Newtonmeter Drehmoment. Habe ich mir an diesem Schlüssel schon so eingestellt. Und jetzt ziehe ich die Achse mit 10 Newtonmeter Drehmoment fest. Und der Schlüssel hat auch schon markiert, dass ich jetzt hier die 10 Newtonmeter erreicht habe. Das heißt, die Achse sitzt fest im Rahmen, kann sich nicht mehr lösen. Also maximale Fahrsicherheit garantiert. Und wir sind fertig. So einfach ist die Montage eines Seitenständers. Natürlich gibt es auch E-Bikes, bei denen der Seitenständer auf die Außenseite der Kettenstrebe montiert wird. Aber eines ist immer gleich, der Seitenständer gehört immer auf die Bremsseite der Kettenstrebe, also auf die linke Seite. Der Vorgang ist exakt identisch, das heißt auch der Seitenständer, der von außen montiert wird, wird über 2 Schrauben gesichert und ihr solltet auch hier mit Schraubensicherung und optimalerweise mit einem Drehmomentschlüssel arbeiten. Ich hoffe, das Video hat geholfen und ich hoffe, dass alle nötigen Schritte, die zur Montage deines neuen Ständers an deinem E-Bike nötig sind, hier erklärt wurden. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß beim selber Schrauben und vor allem noch viel mehr Spaß beim selber Biken. Dein Maxi von Rebike. Ciao. Wenn E-Bike, dann Rebike.